Wir befinden uns in Thüringen beim Wahrzeichen der Stadt Steinbach-Hallenberg. Von wem und wann die Burg genau gebaut wurde, ist nicht gesichert. Macht euch gefasst auf eine spannende Geschichte. In manchen Quellen wird das Jahr 909 als Erbauungszeit angegeben. Dafür gibt es jedoch keine Belege. In einer Urkunde des Klosters Reinhardsbrunn aus dem Jahr 1111 gibt es jedoch Hinweise auf eine kleine Herrschaft Hallenberg. Im Jahr 1212 soll die dazugehörige Burg von Kaiser Otto zerstört worden sein. Dies würde bedeuten, dass die heutige Burg auf dem Felsen, auf den Grundmauern einer Vorgängeranlage erbaut wurde. Beim heute noch sichtbaren Teil der Burg handelt es sich um das sogenannte Oberhaus. Dieses war von 3 Seiten mit Mauern umgeben. Betreten wurde das Areal dieser Kernburg durch das obere Tor, wodurch man in den inneren Hof gelangte. Der Zugang zum Palas erfolgte über den angebauten Treppenturm. Über eine Wendeltreppe konnte man die verschiedenen Stockwerke erreichen. Im Erdgeschoss war die Küche. Dazu kamen 2 größere und eine kleine Kammer sowie ein Gewölbe. Im ersten Stock befand sich das Wohn- und Aufenthaltszimmer der Herrschaft. Dort gab es einen Kachelofen, der das Leben an kalten Tagen behaglicher machte. Daneben befanden sich ein größeres und 2 kleinere Zimmer, von welchen eines ebenfalls mit einem Kachelofen ausgestattet war. Das zweite Obergeschoss beherbergte die getrennten Privatgemächer der Herrschaft. Auch hier stand ein Kachelofen. Im obersten Stockwerk gab es einen großen Dachboden, welcher mutmaßlich als Aufenthalts- und Schlafraum für Bedienstete diente. Zwölf Meter unterhalb des Oberhauses befand sich die heute nicht mehr vorhandene Vorburg, welche von einer etwa 2 Meter dicken Mauer umgeben war. Der Zugang erfolgte über ein Torhaus mit Zugbrücke. Innerhalb der Mauern befanden sich mehrere Ställe für Pferde und Schweine, eine Scheune und diverse Wirtschaftsgebäude. (1232) endete die Ära der Kleinherrschaft Hallenberg. In diesem Jahr kauften die Grafen von Henneberg die Burg und den dazugehörigen Besitz. Gleichzeitig taucht ein Reinhard von Hallenberg als Dienstmann der Henneberger in den Schriften auf. Die Hallenburg ihrerseits wurde Residenz, Amts- und Verwaltungssitz des damaligen Bezirks Benshausen. Zugleich diente sie auch als Schutzburg und Gefängnis. Erstmals direkt erwähnt wird die Wehranlage 1268 als Castrum Haldenberg in einer Schenkungsurkunde. 1274 teilte sich das Grafenhaus Henneberg
in 3 Linien. Die Hallenburg fiel an die Grafen von Henneberg-Hartenberg und wurde deren Wohnsitz. Jahre später gerieten sie in finanzielle Schwierigkeiten und mussten die Burg an die Herren von Bibra verpfänden. 1391 starb die Hartenberger Linie der Henneberger aus und die Herren von Bibra traten die Hallenburg an die Grafen von Henneberg-Aschach ab. Bis 1549 geht alles den gewohnten Gang. Doch dann brach ein Erbfolgestreit zwischen den verschiedenen Familienzweigen aus. In der Folge wurden Burg und Amt von Graf Wilhelm IV. Von Henneberg-Schleusingen gewaltsam eingenommen. 1583 starb die Grafenfamilie vollends aus, was wieder langwierige Erbstreitigkeiten zur Folge hatte. Ein Jahr später ging das Amt Hallenberg schließlich an die Kurfürsten von Sachsen. Es folgte der langsame Niedergang. Bis 1588 war die Hallenburg noch Sitz des Burgvogts. Danach wohnte nur noch ein Hausmeister in den unteren Burggebäuden. Ende des 16. Jahrhunderts wurde der Amtssitz nach Kühndorf verlegt und die Burg dem Verfall preisgegeben. Bereits 1608 scheint sie in ruinösem Zustand gewesen zu sein. Trotz alledem suchten die Talbewohner in den Wirren des Dreißigjährigen Krieges Schutz auf der Burgruine vor den anrückenden feindlichen Truppen. 1624 wurden Stadt und Burg von kaiserlichen Reitern angegriffen. Danach wird es ruhig um die Burgruine und die Mauern verfallen immer weiter. Erst im Zuge der Burgenromantik im 19. Jahrhundert bemüht man sich um die Erhaltung der Hallenburg. 1850 wird ein Etat von 65 Talern für ihren Unterhalt bewilligt. 1866 geht der gesamte Wald mit der Burgruine als Schenkung an Herzog Ernst von Sachsen-Coburg-Gotha. Am 20. August 1919 geschah ein großes Unglück, welches das Gesamtbild der Burg nachhaltig zerstörte. Ein Teil des Burgfelsens stürzte in die Tiefe und zerstörte eine im Tal liegende Werkstatt. Glücklicherweise wurde wie durch ein Wunder niemand verletzt. Trotz dieses Vorfalls sollte es jedoch noch mehr als 25 Jahre dauern, bis das Gelände und die Reste der Burg gesichert und saniert wurden. Dies geschah schlussendlich 1945, nachdem die Ruine in die Liste der geschützten Denkmäler aufgenommen worden war. Weitere Restaurierungsarbeiten fanden 1984 statt. Seitdem verfügt der Turm wieder über eine Dachhaube nach altem Vorbild. Von hier oben hat man übrigens eine fantastische Aussicht auf die Stadt Steinbach-Hallenberg. Ich hoffe, die Geschichte hat euch gefallen. Wir müssen jetzt weiter neue Abenteuer rufen und ich bin sicher, wir sehen uns beim nächsten Mal.